Servus und herzlich willkommen. Vor gut einer Woche wurde der neue Microsoft Flight Simulator 2024 veröffentlicht. Nach den anfänglichen Startschwierigkeiten, die du wahrscheinlich genauso wie ich mitbekommen hast, das heißt am Tag 1 nicht spielen konntest, hat sich eine Woche später nun einiges wieder zum Besseren gezeigt. Mittlerweile startet der Sim zuverlässig und man kann auch eigentlich immer relativ gut spielen. Im neuen Flugsimulator 2024 gibt es zwei wesentliche Neuerungen. Zum einen ist das der Weltfotografen-Modus, wo man unsere wunderschöne Erde bereisen kann und Fotos davon machen kann. Und das zweite ist der groß angekündigte Karrieremodus mit diesen vielen verschiedenen Missionen, die wir in den diversen Trailern schon gesehen haben. Und genau diesen Modus schauen wir uns heute an. Setz dich hin, wenn du noch nicht sitzt, lehn dich zurück, wenn du noch nicht lehnst und schau zu. Ich bin der Mario und herzlich willkommen auf meinem Kanal SimSites. Im Hauptmenü von Microsoft Flight Simulator 2024 findest du hier den Karrieremodus, den klicke ich jetzt einmal an. Ich muss auch gestehen, ich war schon drin. Beim allerersten Mal anklicken fängt das Ganze so an, dass man mal einen Heimatflughafen aussucht. Das sollte in der Regel ein kleiner Sportflughafen sein. Also ich wollte eigentlich Wien nehmen, LOWW, aber das ist natürlich ein zu großer Flughafen, um zu beginnen. Dementsprechend habe ich einfach mich dann für Wiener Neustadt entschieden. Hier auch gleich den Tipp an der Stelle. Du bist nicht die ganze Zeit an diese Location gefangen. Du fängst dort an, aber grundsätzlich ergeben sich immer wieder neue Missionen, auch in den anderen Gegenden dann. Das heißt, wenn du aber trotzdem vorhast, hier auf einer wunderschönen Insel zu starten, dann solltest du das vielleicht gleich machen und nicht so wie ich in Wiener Neustadt starten, weil ja, ist halt am Anfang nicht ganz so aufregend. Wie du siehst, ich bin da jetzt in meinem Hauptquartier, habe schon ein bisschen gespielt, bin aktuell Stufe 26, schon einige XP gesammelt, meine Reputationsstufe ist momentan B. Ich war schon mal ein bisschen besser, aber ich verliere auch immer wieder ein bisschen Reputation, das hängt eben von meinen Missionsergebnissen ab. Und grundsätzlich fängt das Ganze so an. Damit die Karriere so richtig losgehen kann, brauchst du erstmal eine Zertifizierung. Das fängt an mit der PPL, mit der Privatpilotenlizenz, das werden wir uns auch dann gleich noch einmal anschauen und danach gibt es dann noch andere Möglichkeiten, eben zum Beispiel die CPL, die Commercial Pilot License, die Berufspilotenlizenz zu machen und viele weitere Wege dann einzuschlagen, um letztendlich dann da oben die ganz großen schweren Flieger fliegen zu können. Wichtig ist halt auch natürlich, entscheid dich, möchtest du Flugzeug fliegen oder möchtest du Drehflügel, also Hubschrauber fliegen. Ich habe bei den Hubschraubern jetzt noch gar nichts gemacht. Und bei den Fliegern eben die Privatpilotenlizenz, die sind beiden die Voraussetzung und dann habe ich mir eben noch die Berufspilotenlizenz gegönnt, damit ich schon ein bisschen Geld sammeln kann, also die sogenannten Credits, man sieht da oben, ich habe 41.000, das ist auch schon ein bisschen was, die brauchst du nämlich hier, um weitere Zertifizierungen machen zu können. Beispielsweise Instrumentenflugberechtigung kostet da jetzt einen Zehner. Da gibt es ein paar Trainings dazu, dauert 10 Minuten und so weiter und so fort, hat eine gewisse Voraussetzung und genau. Das heißt, man braucht Geld, man muss dann wirklich tatsächlich Missionen fliegen, damit man zu seinem Geld kommt. Dann gibt es sogenannte Spezialisierungen. In den Spezialisierungen wirst du quasi geratet, was du denn für Missionen fliegen darfst. Das sind deine sogenannten Voraussetzungen. Zum Beispiel fängst du an mit Erstflügen, das heißt, da bist du Level 1, hast quasi nur die PPL als Voraussetzung und kannst dann kompatible Flugzeuge fliegen. Das ist am Anfang meistens die Cessna, weil du kein Unternehmen haben wirst, sondern quasi mit gemieteten Fliegern fliegst. Und genau, je nachdem wie du dich halt dann schlägst, wenn du mal Level 3 bist zum Beispiel und die Berufspilotenlizenz hast, darfst du schon Überführungsflüge machen. Flightseeing wäre dann ab Level 5 und auch mit der Berufspilotenlizenz möglich. Fallschirmsprungwesen ist dann auch ein bisschen später mit Level 8, aber die ersten sind wirklich mal nur mit der BPL alleine ausreichend. Und da muss man zum Beispiel dann halt schon andere Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel halt eben Missionen mit einer Wertung von C oder höher, also besser abschließen und unter einer Landegeschwindigkeit von, also über 50% zum Beispiel. Gütertransport ist Level 10, braucht halt auch wieder seine Voraussetzungen und Luftwerbung genauso. Diese beiden Bereiche habe ich mir noch gar nicht angeschaut und Fallschirmsprung, Flightseeing und Überführungsflüge habe ich bei mir auf der Map schon drauf. Und das ist auch das Stichwort. Schauen wir uns mal einfach die Einsätze an. Wenn du deinen Heimatflughafen auswählst, also zum Beispiel in meinem Fall Wiener Neustadt, das ist irgendwo da drüben, genau, fängst du halt einmal da an und kriegst da deine Aufträge, aber wie du siehst, das Ganze geht immer größer und man hat dann auch quasi nicht diese Gefangenschaft, sodass man sich wirklich auf seinem Heimatflughafen bewegen muss, sondern man kann eigentlich überall Aufträge und Missionen annehmen. Das heißt, da habe ich schon ein bisschen was, das konzentriert sich natürlich jetzt auf Europa. Es gibt aber auch noch
andere auch. Diese goldenen sind quasi grundsätzlich mal diese Erstmissionen. Das heißt, sobald du eine dieser goldenen Missionen hier machst, hast du dann überhaupt erst Flight-Seeing-Aufträge auf deiner Map. In dem Fall geht es um einen Helikopter, das heißt, das ist der einzige, der Startpunkt. Ich habe noch keinen anderen Flight-Seeing-Helikopter-Rundflug auf meiner Map. Wenn man das einmal die goldenen quasi gemacht hat, dann kommen hier diese speziellen Aufträge. In meinem Fall, der Erstflug war quasi diese Feder hier, dann wir haben hier die Überführungsflüge, die sind in blau mit diesem Schlüssel, die Fallschirmmissionen in lila. Das heißt, sobald man einmal so eine goldene Mission quasi gemacht hat, poppen dann auf der Weltkarte mehrere auf davon, die man sich dann aussuchen kann. Da gibt es dann auch dieses Menü hier, wo man sich die Einsätze in einer Liste anzeigen lassen kann. Das ist ganz praktisch, um sich einfach die besten oder die zu suchen, wo man halt am meisten verdient. Weil 30 Minuten für 830 Credits oder 30 Minuten für 1210 Credits, naja, dann nehme ich lieber den, weil der schaut um die Zeit, kommt einfach mehr raus. Und grundsätzlich, genau, sucht man sich dann halt einfach irgendetwas aus. Das kann man auch wieder zuklappen. Und gehen wir mal wieder zurück ins Hauptquartier. Damit all das Ganze eigentlich funktioniert, brauchen wir, wie gesagt, unsere Zertifizierung, die Privatpilotenlizenz, und genau das machen wir jetzt gemeinsam. Also ich wiederhole diese Prüfung jetzt, ich habe die schon einmal geschafft. Die findet auch wieder in Wiener Neustadt statt, in Loarn, dauert 8 Minuten. Es gibt ein paar Trainings. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe keines davon absolviert, aber ich komme auch schon aus dem Flugsimulator 2020, das heißt, ich kenne das alles schon und habe die dort zum Teil schon gemacht, aber jetzt eben nicht. Das heißt, ich bin direkt gleich reingegangen, habe die PPL gestartet und auch bestanden. So schwer ist das nicht. Genau, und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich wiederhole diese Prüfung. Dann lädt das Ganze wieder. Er gibt uns hier wieder ein kurzes Briefing. Hier zeigt er uns auch noch an, was uns jetzt quasi dann bevorsteht. Also wir machen einen Takeoff, wir steigen, kehren dann einmal nach links, gehen dann in den Gegenanflug und ja, genau, fliegen halt dieses Pattern hier quasi ab. Also fliegen wir einen Racetrack. Genau, und im Überblick steht eben, Zeit, Ihre Privatpilotenlizenz zu bestehen. Das ist unsere Eintrittskarte in die Welt der Luftfahrt. Für diesen Praxistest müssen wir eine Standardplatzrunde absolvieren. Wir befolgen den Flugplan, wenden an, was wir in der Ausbildung gelernt haben, und fliegen sicher und erhalten dann unsere Lizenz. Das ist also unser Ziel. Genau, die Platzrunden werden in der Regel in 1000 Fuß geflogen und genau. That's it. Es gibt da noch einen Schalter für Wolken, die kann man ein- und ausblenden. Manchmal sind die da störend, dann sieht man diese schöne blaue Route nicht, dann kann man sie halt ausblenden. Das heißt nicht, dass wir keine Wolken im Spiel haben, keine Sorge. Ich klicke auf Bereit. Fliegen tun wir das Ganze mit dem Turtle Beach Yoke, das kommt am ehesten noch der Cessna quasi nah. Der hat dann hier quasi auch noch den Throttle Lever hier in dieser Ausstattung. Neben dem normalen Schieberegler. Ich werde den benutzen, das ist sehr realistisch. Genau, meine Pedale habe ich noch. Das heißt, zum Steeren des Rudders. Es ist soweit. Ihr erster Los geht's. Prüfungsflug. Entfernen Sie die Abdeckungen und Hartvorleger und steigen Sie dann zu mir ein. Das machen wir. Wir bewegen uns da einfach mal ein bisschen herum. Das heißt, das ist jetzt quasi generell auch einer der Neuerungen im neuen Flugsimulator. Man muss jetzt jedes Mal diese ganzen Sachen da entfernen. Dazu einfach nah genug sein, das anklicken und entsprechend dann genau wegmachen. Dann noch diesen hier und dann können wir auch schon einsteigen. Finde ich eigentlich ganz klasse. Genau, und wir sitzen am Cockpit-Sitz. Wir haben da oben rechts in den Missionsschritten noch immer so einen kleinen, ja, so Schritte, die wir abarbeiten müssen. Das heißt, im allerersten Schritt gehen wir jetzt wirklich mal das Startverfahren durch. Das kannst du, wenn du möchtest, auch manuell machen. Wenn du dich mit der Cessna auskennst, überhaupt kein Problem. Dann klicken wir das alles manuell durch. Aber am Anfang vermutlich ein bisschen zu viel. Wir drücken Steuerung E. Das habe ich hier quasi auf diese Taste hier gemappt und wir starten die Engine. Genau, das funktioniert insofern nicht. Hin und wieder ist es nämlich leider so, dass man, obwohl man ein eigenes Steuerungsprofil hat, der Flugsimulator das wieder zurücksetzt. Genau, ich wähle da wieder meine aus. Auch unten beim Yoke. Einmal auf 20, genau auf 7 Sides. Und bei der Tastatur passt es lustigerweise. Die verwirft er nie, aber die beiden stehen immer falsch. Gut, gehen wieder zurück. Und jetzt drücke ich diesen Knopf. Wir haben das Startverfahren. Unser Flugzeug
wird Denken Sie an Ihre Trainings, gestartet. dann schaffen Sie das schon. Fliegen Sie jetzt die beste Platzrunde, die Sie hinkriegen. Ich muss auch sagen, das Ganze läuft jetzt auf Deutsch, wie du gerade gehört hast. Mir taugt es persönlich auf Englisch ein bisschen besser. Vor allem der Funk ist nämlich jetzt leider auch auf Deutsch, das haben wir gleich gesehen. Das ist sehr weit weg von, ja, realistisch irgendwie. Vor allem, weil es wirklich schlechtes Deutsch ist, gemischt sein Denglisch. Wie auch immer, wir werden es uns gleich anhören. Also meine Empfehlung wäre auch da, vielleicht auf Englisch zu spielen. Ja. Genau, also schnelle Antwort. Auch diesen Knopf habe ich mir hier auf meinem Yoke gemappt. Den wird man immer wieder brauchen. Das ist quasi die Kommunikation mit der ATC. Echo Uniform rollt zu Piste 27. Genau, wir rollen zur Piste 27. Piste 27. Klingt echt komisch, aber macht ihr dein eigenes Bild. Ich drücke dann noch eine beliebige Taste, dass unser Garmin dann noch funktioniert. Wenn man es ganz ernst machen möchte, dann schaltet man dann noch ein paar Lichter ein. Aber es ist alles egal, wir bestehen die PPL auch ohne diesem ganzen Zeug. Genau, dann gehen wir mal in die Außenansicht. Wir sehen auch schon, wo wir hin navigieren müssen. Und das würde ich sagen, machen wir dann auch. Wir lösen die Parkbremse, das ist dieser Knopf hier bei mir. Und dann geben wir ein bisschen Gas. Ein bisschen mehr, sodass wir uns auch wirklich bewegen. Und los geht's. Rollen wir zu unserem Hold Short. Das ist wieder nicht übersetzt. Aber an sich ist das schon ein gutes Wording für das, was wir da tun müssen, weil wir müssen nämlich dort Short holden. Wieder ein bisschen das Gas wegnehmen. Wir lassen uns dorthin rollen. Bremsen und machen dort einen Hold Short. Wie gewünscht, korrekt. Spätestens jetzt sollten wir unsere Flaps in Position bringen. Da nehme ich 10 Grad. Sowas roundabout und den Take-Off-Trim, den setze ich hier auch wieder mit so einem coolen Trim-Wheel auf, ja, 15%. Das sollte eigentlich ganz gut sein. Auf jeden Fall in den grünen Bereich. Das ist wichtig, dass wir uns da im grünen Bereich befinden. Und dann kündigen wir unseren Start an. Lima Oscar Alpha November Traffic Cessna Oscar Echo. Echo Uniform starte von Piste 27 links Close Traffic. Echo Uniform. Ja, schön. Also, wir rollen da mal vor und werden vermutlich den Take-Off-Roll nach links ausführen, weil rechts geht's nicht mehr so weit. Genau. So schaut's aus. Wieder ein bisschen Stoff geben. Ein bisschen mehr. So, wir betreten die Landebahn. Das checkt unser Missionsschritt oben links, also oben rechts, das andere links. Und theoretisch können wir stehen bleiben oder auch gleich Vollgas geben. Ich gebe da gleich Vollgas. Und wir schauen, dass wir abheben. Schauen, dass wir auf der Centerline bleiben. Und wir rotieren. Wir sind abgehoben. Es gibt keine Gear Down, die wir Down machen können oder Up in dem Fall. Die sind immer da. Mit der mit der Trimmung von 14-15% haben wir auch eine schöne Steigrate, ohne dass ich irgendwas machen muss. Ganz fein. Dann würde ich sagen, wir trimmen ein bisschen runter, dass wir nicht ganz so hart steigen, dass wir ein bisschen Geschwindigkeit gewinnen. Dann Flaps ab. Dann kommt die Flugzeugnase wieder ein bisschen runter, das heißt, wir müssen eventuell wieder ein bisschen nachtrimmen, aber wir bauen automatisch Geschwindigkeit auf und wir müssen nach links. Wenn du dich erinnerst, wir fliegen so einen Racetrack. Das heißt, da geht es dann gleich einmal los. Ja, wir sinken eh nicht, keine Sorge. Haben da unseren Queranflug. Wir müssen auf 1900 erstmal steigen. So, wir dürfen jetzt auch wieder nach links.
1900 Fuß schauen wir, dass wir jetzt halten. Das heißt, ich drehe wieder ein bisschen zurück, um die Steigrate wieder ein bisschen zu stabilisieren. Noch ein bisschen mehr. Genau, dann kann ich den Yoke wieder auslassen und der Flieger fliegt halbwegs gerade. Bisschen noch zurück. Vielleicht auch ein bisschen die Power retour nehmen, damit wir da nicht in den roten Bereich kommen. Später mal, wenn wir unser eigenes Flugzeug haben, müssen wir ja echt drauf aufpassen, wie wir mit dem umgehen. Das sollte man nicht die ganze Zeit mit Vollgas fliegen. Schnelle Antwort, um unsere Position zu melden, das machen wir. Ich bremse jetzt ein bisschen ab. Lima Oscar Alpha November Traffic Cessna Oscar Echo. Echo Uniform 2 Meilen Südost 2100 Fuß auf Anflugkurs Landung Piste 27. Genau. Wir turnen nach links. Ich nehme da ein bisschen die Power raus, dass wir einfach mal wieder ein bisschen langsamer werden. Aktuell sind wir sehr flott. Das heißt, die Flugzeugnase kommt dann wieder ein bisschen runter, dann muss man wieder ein bisschen nachtrimmen. Du kannst natürlich auch aufs Trimmen verzichten. Ohne Trimmen geht das Ganze genauso gut. So, wir sind da ja schon viel zu hoch. Genau, wir sind zu schnell. Perfekte Voraussetzung, um jetzt zu landen. Hätte ich vielleicht schon ein bisschen früher abbremsen müssen. Schauen wir mal, ob wir das so hinbekommen. Ich lasse uns da jetzt einfach mal ein bisschen runtergleiten. 500. Die Flaps werden wir dann rausfahren, wenn es soweit ist. Bisschen mal die Nase hoch, um Geschwindigkeit abzubauen. Genau, dann können wir da mal die Flaps nämlich raustun. Und die schnelle Antwort drücken wir auch noch, um überhaupt der Flugsicherung unser Landevorhaben anzukündigen. So, Flaps komplett raus. Und ich würde sagen, wir setzen da jetzt vorsichtig Lima Oscar Alpha November Traffic Cessna Oscar Echo. auf. Echo Genau. Uniform ist mit Anflug Piste 27. War keine perfekte Landung, war ein Bounce mit dabei, du hast gesehen. Das war weit weg von perfekt. Und viel zu schnell, viel zu hoch. Und trotzdem haben wir unsere PPL jetzt hoffentlich dann bekommen. Da lassen wir uns noch überraschen. Ich fahre die Flaps wieder hoch. Bremsen ein bisschen ab. Und schauen, dass wir bei unserem Hold Short holden. Genau. Wir drücken wieder schnelle Antwort, um mit der ATC zu kommunizieren. Lima Oscar Alpha November Traffic Cessna Oscar Echo. Echo Uniform rollt zu Parkposition. Bei so kleinen Flughäfen ist es jetzt dann auch so, dass letztendlich die ATC nicht einmal antwortet. Genau, wo ist denn die? Genau, da ist sie. Also ich führe hier quasi eigentlich einen Monolog mit mir. Bei größeren Flughäfen, je nach Mission, kriegt man auch eine Antwort. So, in dem Fall wieder ein bisschen Stoff geben. Und wir rollen zu unserer Parkposition. Und dann schauen wir, ob wir unsere PPL auch tatsächlich bekommen haben. Ich hoffe, ich kann sie nicht wieder verlieren, weil eigentlich hatte ich sie ja schon. Das wäre eigentlich interessant, wenn man so schlecht fliegt, ob man sie sich quasi selber wieder wegnehmen kann. Wenn man die Prüfung echt ein zweites Mal probiert. So, auf die Taxigeschwindigkeit aufpassen. Wir sind schon wieder ein bisschen flott. Und einen Turn nach rechts. Zu dem Herrn da. Wir bremsen. Parkbremse. Und Triebwerkstopp. Das kannst du mit einer Taste machen. Du kannst auch hier einfach die Mixture wegnehmen. Dann ersauft das Flugzeug quasi, weil auf einmal kein Fuel mehr kommt und Sie sind auf dem besten Weg, sie ist ein abgedreht. richtig guter Pilot zu werden. Das ist okay. Was haben wir da? Wir haben ein A, wir haben bestanden. Bist du deppert. Für das, dass wir ja eigentlich gar nicht einmal so gut waren wir richtig gut. Und du siehst, also mit einem C würdest du bestehen, trotz meiner eigentlich, ich sage jetzt mal, durchschnittlichen Flugleistung, vielleicht sogar ein bisschen gefährlich, weil wir schnell und hoch waren, habe ich ein A erreicht. Das heißt, das schaffst du locker auch.
Und das, mein Lieber, ermächtigt dich jetzt, dass du deine eigenen Missionen fliegen kannst. Damit haben wir quasi dann grundsätzlich einmal die Spezialisierung Erstflug freigeschalten, weil Level 1 bist du ja gleich und mit der Privatpilotenlizenz kannst du jetzt auf deiner Missionsmap mal Erstflüge machen. Da gibt es noch nicht so viel Kohle, auf jeden Fall eher so unter 1000 Credits. Können wir auch noch einmal reinschauen, das wären auch nicht mehr. Das sind dann diese Fähnchen, das ist 780 Credits für 30 Minuten. Und genau, das steht dir jetzt zur Verfügung und du kannst jetzt reingrinden und ordentlich ablooten. Und damit halt ein bisschen mehr Geld reinkommt und vor allem auch ein bisschen mehr Vielfalt bei den Einsätzen, wird es Zeit, dass wir uns die nächste Zertifizierung anschauen, nämlich die CPL, die Commercial Pilot License, die Berufspilotenlizenz. Und wenn dich interessiert, wie die Berufspilotenlizenz funktioniert und was da alles zu tun ist, dann bleib dran und schau mit dem nächsten Video weiter. Es würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba.